super! Da ist er noch! Und weißt du, was das Geile ist? Das ist das erste Mal, dass ich gar nichts sagen muss, Bruder. Ich glaube, das Ding spricht für sich selbst. Leute, was geht? Jetzt reagieren wir auf ein Video, was ich schon länger angucken möchte. Ist leider auf Englisch, aber ein bisschen Englisch. Ja. Bisschen Englisch kann ja ein bisschen jeder. Titel: Inside the World, Dead Lies Presence. Ich glaube im gefährlichsten Knast. Nicht vergessen, unter allen Bestellungen bis zum 4. Dezember gibt es eine G-Klasse zu verlosen. Unter anderem diese Mütze für 14,99 €, die jetzt am Mittwoch online kommt. Ich weiß nicht, wann dieses Video online ist. Check einfach den Shop ab, da ist bestimmt irgendwas los. Wenn ihr Bescheid wisst. Let's go! That every person who's here has killed someone. People that Okay. Jeder, der in diesem Gefängnis ist, hat jemanden umgebracht. I was told that every person who's here has killed someone. People that have raped women, extorted families. Oh my fucking god. Some of them they killed their own parents. This is the isolation area. And they have Er redet auch ein Englisch, was eigentlich jeder versteht. to stay there 10 days in pure dark. Esto es MS. Crímenes, homicidios, narcotráfico, secuestros, violaciones. ¿Crees a Dios? Sí. Usted como cristiano, ¿cómo sentías hacer esto? Secot is the Das wird ein sehr interessantes Video, Bruder. strictest and largest maximum security prison in Latin America, Welche built in Sprache just spricht der? Der Typ? Ja. Ich glaube, der ist Spanier. 7 months by President Bukele to hold El Salvador's most dangerous criminals. Towering concrete walls, endless surveillance, razor wire fences. Every inch of this place is designed to ensure no one escapes. I am one of the few people ever granted access to this prison. But before stepping inside, Sagt dir ehrlich, das war ein Ort, vor dem ich sehr viel Angst hätte, Alter. Da will ich nicht hin. had to go through multiple levels of intense security. There were guard checkpoints all along the road leading up to the prison, checking every Das Video ist auch sehr schnell gemacht. Checkst du, wie ich meine? Das ist nicht so ziehen, ja, jetzt gehen wir da hin und machen, sondern bap, es passiert die ganze Zeit was. Bam, bam, Geiler bam. Kanal, abonniere ich auch mal direkt, Alter. So, auch einen direkten Daumen hoch. bag and pocket before we even reached the entrance. If entering was this hard, escaping would be impossible. Secot is secured and isolated, miles away from civilization, with a system that blocks all phone signals. Amigos, we made it. We are here in El Salvador. This prison was built literally 1 year ago and is a prison designed to detain the deadliest gangs of El Salvador. I feel the tension in the environment. As you can see, we're literally in the middle of the desert. There's absolutely nothing around us. Let's see how it goes. At the final checkpoint, it felt just like TSA at an airport. We had to scan ourselves and our belongings, followed by a full body check to ensure nothing dangerous was coming in. La modalidad de las estructuras de pandilla era que para poder traficar cualquier objeto ilícito lo hacía Jetzt kann man vía jetzt auch nichts mehr in seinen Arsch verstecken. ingestada, introducida vía anal o vía vaginal. Basically, guys, this machine can detect everything. Prisoners used to hide little piece of papers with messages, and they were hiding in different places that you cannot even imagine, including inside their lips. But now, thanks to this machine and technology, this never happens here. Secot Total, Bruder. Solche Dinger könnte man auch am Flughafen einmal, weißt du? dealt with another major challenge by using advanced ID technology to quickly identify prisoners. Por lo general, cuando la Ich glaube, die policía sind noch alle gezwungen, Glatze zu machen und so. Die sahen alle gleich aus irgendwie. Alle müssen ihre Haare schneiden und so. hace los procedimientos de captura afuera, los internos o el delincuente nunca anda un Vielleicht so ein Gang-Ding. Werden wir jetzt sehen. documento de identidad, siempre da un nombre falso. But now, thanks to technology, the inmate can literally put his hand here, as you can see, and also they taking a photo of his face, and immediately in the system they can find out his real identity. Fake names don't work anymore here in Secot. Secot's top-notch technology comes with an impressive arsenal. Inside the armory, you will find riot shields, Die Polizisten mussten eine Anzahl an Leuten festnehmen, weshalb viele Unschuldige dort drin stecken. Echt, ja? batons, and guns. Everything ready for action. Esta sí opera tanto Was für ein YouTube-Video, Alter. Ich find's verrückt, Alter. al interior como en el exterior. Es utilizada con dos tipos de munición. Bala convencional, pero para todas las intervenciones que nosotros hacemos al interior, bala de goma. Se utiliza para poder hacer Mit Logitech Twitch Facecam. extracciones cuando nosotros hacemos revisiones de celda o requisas. That's the whole equipment that the guard is using in order to protect themselves. Something happens inside the prison. Wow. This thing is massive, man. But of all the equipment here, the most crucial are the handcuffs. Ellos viven en un contexto de encierro, pero para desarrollar actividades como asistencia médica, salidas a audiencias, tenemos que sujetarlos a ellos para inmovilizarlos parcialmente. And sometimes they're using this one, connects the legs with the hands, and as you can see, the length is very short. So basically, they have to move around like this. That's why you've seen these videos when they're running away like this.
Running a prison of this scale requires more than just weapons. It needs its guards. They literally live and work for 5 days in a row inside the prison, so they definitely need their own space to eat, sleep, and train. They have to stay here 5 days in a row and then they get a day off. They literally stay inside the prison. They're basically also prisoners, so they need to have some sort of space to chill and have some fun, if it's possible. By the way, guys, Sekot has its own electric system and water system. They don't share anything with the rest of the country. After seeing how the guards live, we headed to the module where El Salvador's most dangerous criminals are held to witness their conditions. I'm gonna enter to the actual... In jede Würde irgendwie, ja. Da sind die Strafen sehr, sehr krass für Mörder, Sexualstraftäter und sowas. Ich glaube, in diesem Land gibt es auch weniger prison, where I'm gonna see face to face people that have raped women, killed multiple people, extorted families, and they have the eye of devil basically. I've seen all these videos and photos with the tattoos on their faces, so I feel a bit stressed. Gangsters hätte ich auch keinen Bock drauf, Alter. Are literally like the dogs. They can smell your fear, and if you show them fear, they will try to beat you with their eyes. So now I don't know what to do. Once I'm in there, shall I look at them in their face and show them no fear, or shall I be professional and look at the camera? Let's see how I'm gonna react. War schon geil, Digga. Okay, amigos, now we're entering the actual module. Every person who enters this prison will never leave. Oh my fucking God. When I first walked in, I was immediately overwhelmed by the feeling in the air. Guck mal, du musst dir so vorstellen, du bist inhaftiert, okay? Du denkst dir so, Wallah, mein Leben ist gefährdet. Ja. Na, kommen auch noch so 30 Leute, machen so Videos. Ich glaube, das ist einfach so ein das Museum. gehört dazu, Bruder. Das gehört dazu. Und guck mal, wie die da chillen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ihr so am Chillen seid, Alter. Oder tote Seelen einfach. Guck mal, wie die da stehen. Guys, the feeling is surreal. I've never felt something similar to these guys. When I see these people on the eyes, I look at them, I just see emptiness. The longer I stayed, the more I realized these inmates lack the privilege seen in other prisons. For example, they don't even eat meat. These people here, they will never see the sun again, ever in their whole lives. None of this bed has a mattress or a pillow. They're literally sleeping on a metal thing. Plus, they have lights above them 24/7, guys. They don't have like a sink where they can open the water. They receive the water from the guards. They do their needs, piss and shit, in front of everyone. There is zero privacy here. Well, I was wrong. There actually is privacy for these prisoners, and that is the isolation room. Around me, this is the isolation area. When one of the inmates, prisoners, does a mistake and misbehaves, or they have a fight between them, they have to enter one of these doors and rooms, and they have to stay there 15 days in pure dark, pure isolation. Hell. Esta parte de acá sirve para darle la alimentación y para hacerla, cuando yo necesito hacer una extracción para llevarlo a clínica, él de espalda me da las manos para que yo pueda esposarlo y hacer la extracción. La alimentación se sirve por acá. Y pues, si quiero solo monitorear el estado de salud, a través de la lámpara yo puedo ver. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Erde, als hier einfach gefangen zu sein, ne? Dein Leben ist offiziell zu Ende. Ich glaube, die betteln auch jeden Tag nach dem Tod und können sich nicht mehr umbringen. El estado, ajá. Y de aquí vuelven diferentes, ¿no? Dürfen die auch gar nicht mehr rauskommen. Du wirst da wirklich gehalten für immer, bis du stirbst, denke ich. Correcto. Habe ich ja so Se verstanden. les da esa oportunidad, ahí de ellos depende, pero ya nadie vuelve. We entering the isolation room. Oh my fucking God. I cannot see absolutely nothing. And as you can see, the place where they can wash themselves and also they can drink water. Literally, that's how they drink water. And this is the actual toilet. Imagine staying here for 15 days, guys. Literally, there is nothing. Even Ich glaube, ich könnte das nicht mal für 1 Million Euro machen. Sag ich dir, wie es ist. my voice is crazy. Hey, ich chicke hier ein bisschen sitzen, ein bisschen reden, ein bisschen reagieren. I can imagine people here screaming, ah! They go crazy. Isolation is for those who misbehave, but for those who are obedient, they are given a Zoom call with their lawyer to discuss their case. But make no mistake, they can only speak to their lawyer. There is zero contact with any family members or friends. Guys, right now you just see a human being with some tattoos and a bald head, but this exact person, maybe 3, 4, 5 years ago, was raping women or extorting people in the hood, the innocent people from the Ja, hood. Bruder, Mitleid habe ich mit diesen Leuten nicht, ne? Der Gedanke nur für mich selber, wie es dann für mich wäre, dort zu sein, ist schon. Allein wenn ich das gucke, Bruder. I was told that every
every person who's here has killed someone. Even though every prisoner here has committed horrible crimes, Sekot still prioritizes their health and sends regularly doctors to Die wie Urlaub so, ne? Boah, was redest du für Sternhotel? the inmates. This is the medical assistance they get. This person here is a doctor, and here and there, the prisoner has the right to be checked and maybe they can get a medicine or a drug or something. These three people behind me are also kind of sick, so they're waiting for the assistance from the medicine. But even when you wait, there's literally no freedom. They have both feet and hand handicapped. Each prisoner is given time outside of their cell for the sole reason of 30 minutes of physical exercise, similar to how most prisons give yard time to their inmates, but instead of going outside, they stay directly inside the prison. En el contexto de encierro, ellos viven en el contexto de encierro Verrückt, Alter. y solo salen a estas Schon mal sowas gesehen? Jungs und Mädels, Alter? actividades diarias por 30 minutos. Las actividades se van alternando. Un día Sieht aus es wie ein Filmset, Alter. actividad física, otro día es rescate de valores o religión. They can only get 30 minutes a day. They can leave the cell and they can do exercise. Once 30 Minuten Freigang. their 30 minutes is over, they are put back into their cells where they have to eat, sleep, and live next rival gang members that would kill each other outside of the prison. As you can see, guys, behind me, some of them belong in the MS-13 gang and the others in the Reden auch nicht und so. Die gucken einfach zu, was hier abgeht, Digga. Barrio 18 gang. They used to kill each other and fight each other for years. But now they have no other option than live together in peace. But if they start fighting, they will go to the isolation room. But no one wants to go. Some of them are like 22, 23 years Ja, hab hoffentlich verstanden, was er gesagt hat. Das sind alles verschiedene Gangs, die haben sich draußen alle massakriert, gekämpft, dies, das. Und hier müssen die halt aufeinander chillen und Dings, das, weil sonst bist du in diesem Lashraum da. old. But even though Denkst du, die they're haben es verdient? Natürlich, Mann. young in age, guys, they've been doing illegal activities since they were 12 or 13 years old. Some of them Stell dir immer die Frage, wenn einer von denen deine Mutter umbringt, ob das jetzt okay wäre oder nicht, dass die hier sind. kill their own parents because the gang members, they may be the bosses, in a way they're telling them they have to kill their own parents for a certain reason, and these people are doing it. It's insane, guys. Los MS es 13 Sí, y al lado es 18. 18 sureños, ¿quiénes son? Ja, der ist 18. Revolucionarios. Achso, nee, Gang. Eine Gang. Sekot identifies gang members through their tattoos, which often reveal their affiliations. Every tattoo you see has a meaning, and the police and the army, they have studied every tattoo that they have, and they know if they belong in a gang or which gang they belong. Many of these tattoos, they've made a book with every possible tattoo that these people are using, so then you know they belong in a gang. And every person here will say it again and again, they've killed another person, which is fucking insane. To better understand the life of a gangster and the path that led these people to commit insane crimes, I'm leaving the module Viele sind aber unschuldig drin, ohne Prozess werden die einfach inhaftiert, deswegen gibt es viele Proteste. Okay, das ist hart, Bruder. to interview a former MS-13 member. Okay, guys, now you're gonna see an actual prisoner, and we might ask him some questions. Einfach eine eigene Gesellschaft, diese Gangs, ja, tatsächlich. ¿Es tu nombre? Alex Alfredo Abreu. ¿Tenías algún alias? Sí, me decían el Goofy de directos. ¿Qué estructura criminal? La MS-13. ¿Cuántos años llevas ser bandido de MS3? Del año 93, un aproximado de 31 Jahre. 31 años. Durante su vida delictiva, ¿qué tipo de actividades ilícitas usted participó? Tenemos que meterlos en todas las cosas delictivas que la pandilla comete, como crímenes, homicidios, narcotráfico, secuestros, violaciones, extorsiones, etc. ¿Usted llegó a tener algún rango importante? Así te lo demanda la misma pandilla, tienes que llegar a tener un mando dentro de la organización. Por tus acciones te van ascendiendo, te dan crédito, respeto y te dan al mando un grupo de personas. ¿Usted es padre? Sí, ¿Sus hijos también pertenecen, estuvieron involucrados en actividades de mis hijos, gracias a Dios, no están involucrados en pandillas porque yo he sido lo que he sido, pero nunca he querido que mis hijos sean lo que soy. ¿Usted crees a Dios? Sí, ¿Y siempre crees a Dios? sí, creo en Dios. ¿Y cuánto eres cristiano? ¿Cómo puedes luego extortar a una persona o violar? ¿Cómo te sentías cuando gente que conoces, tus amigos, han violado a mujeres? ¿O cómo extortan Ja, die fragen ihn halt, du bist gläubig und wie wie kannst du sowas alles gemacht haben oder wieso hast du das gemacht und so. Mal gucken, was er antwortet. personas de pueblo que son pobres? ¿Usted como cristiano, cómo sentías hacer esto? Hoy, la verdad, le he pedido perdón a Dios, Dios me ha perdonado y Also, ja, im Knast werden sie halt alle ein bisschen religiöser. Er hofft halt, dass ihm vergeben wird, mäßig. hoy, como nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados en una cruz del Calvario, pecados han sido Das limpiados ist jetzt keine Englischstunde hier. y hoy me siento libre. Y has recluido como jóvenes, porque tú eres más mayor. En tu vida has como hablado con gente
2 de 3 años para llevarlos a la banda o no? La verdad es el trabajo de un pandillero, reclutar miembros y llegarlos a ser buenos soldados dentro de la estructura criminal. De 13 años en inculcarles, instruirlos, adiestrarlos, prepararlos en todo ámbito, tanto como Dann geh mal dahin und gib denen mal so einen Dollar. Ist dann so, ja, die frieren das safe. Nee, die nicht, aber unter allen Bestimmungen wird eine G-Klasse verlost. Bis zum 4. Dezember, damit ihr Bescheid wisst. teórico y práctico. Teórico es enseñarles todo lo teórico de la pandilla y práctico es mandarlos o llevarlos al terreno de fuego a que controlen una cancha, un territorio. Si el papá del hijo no quería que usted lo llevas, ¿usted qué haría? Como la pandilla lo que hace es trabajar al joven y el joven él mismo se rebela contra sus padres. No es como una manipulación entonces, ¿cierto? Sí, es como una manipulación. Ustedes van brindando pequeños premios para sí, que... hay un incentivo que se sienta orgulloso por lo que es, por lo que hizo. Comprarle zapatos, darle un teléfono, darle un arma de... Das ist krass, Bruder. Die rekrutieren 13-, 14-jährige Kinder, die in ihre Gang zu holen und belohnen die zum Beispiel für eine Tat, dass sie jemanden umbringen mit einem iPhone. Yo lo que les puedo decir, y como siempre lo he dicho, no se metan a estas cosas porque las consecuencias son graves. Ajá, no saben a lo que se van a meter. La MS espiritualmente significa muerte segura. ¿Muerte? Segura. Porque todo el que entra a esta organización se muere, bien en manos de la misma pandilla, en manos de la seguridad del país o en manos de grupos de una forma u otra, es muerte segura. Eso significa espiritualmente la MS. Esto es MS, ¿no? Sí. Muerte segura. Muerte segura. ¿Y el 13 qué significa? El 13. Sureños unidos en raza. Gracias por tu tiempo. Guys, I don't know what to say. This guy basically was a gangster for over 20 years. He had so many opportunities to stop doing what he was doing, but he never stopped. So even now that he says he regrets, personally I didn't feel it. But who knows? Especially the Western world, they have criticized the way these inmates have been treated. Every single person of them never respected the human rights of the people of El Salvador. I went to the barrio, I went to the hood, and people lost their families there, got extorted, assassinated from these people. So they never respected the human rights of the local people of Salvador. So now, how do you ask to respect their human rights 1,000,000%? That's what Salvadorians are saying. When I see countries like USA criticizing the human rights in El Salvador, to me sounds a bit hypocritical. Because let's be honest, USA is running Guantanamo for fucking decades and we don't know what's happening there. When I see media criticizing human rights in other countries, I think it's better to criticize your own prisons first, your own justice system first, and then criticize other countries. Guck mal, das, was er gesagt hat, ist okay. Ich gebe auch einen Daumen hoch, es war sehr interessant, das Video. Was ich dann dazu sagen kann, ist, in dem Land, in dem du lebst, nach den Gesetzen musst du leben. Weil wenn dir das Gesetz dort nicht passt, geh aus dem Land raus. Deine Moral und so weiter und so fort, kann ich alles verstehen. Aber ich stelle mir immer selber die Frage, klar gibt es viele Dinge, die man mit diesen Personen gerne machen würde, aber dann wirst du selber kriminell oder was auch immer. Stell dir vor, deine Mutter wird ermordet von denen, deine Geschwister werden von denen missbraucht, vergewaltigt oder als 13-Jähriger wirst du dazugeholt und sowas und so fort. Man hat es ja gerade gesehen und man denkt, ja, ist ja krass und so. Aber Bruder, ich finde das auch eine gute Arbeit, dass sie das Gefängnis so zeigen und dass man genau diesen Abfuck bekommt, weil das dann Leute davon abhält, sowas zu machen. So. Aber wie gesagt, diese Leute kennen das wahrscheinlich gar nicht anders. Sie werden auch mit 13 vielleicht manipuliert und verarscht und werden verleiht, jemanden umzubringen und zack, dein Leben ist zu Ende, Bruder. Die Liebgebe, jeder für sich, Bruder. Ich bin nicht Gott, ich richte nicht über Menschen. Was ich von der Todesstrafe zum Beispiel halte, würde ich auch sagen, kein Mensch hat das Recht, jemanden umzubringen, sage ich dir, wie es ist. Es kommt immer nur auf den Gedanken dann an, wenn du zum Beispiel deine Mutter verlierst oder du siehst, jemand ermordet wird. Wie weit gehst du dann oder wie weit würdest du gehen? Die Liebgebe, Gott richtet und ich finde das schon sehr verdient. Und ich finde auch in Deutschland sollte es mehr Gesetze geben für Vergewaltiger, für viele oder wie auch immer. Dass man dann einfach so Leute rumlaufen lässt, ist auch nicht okay. Ich sage nicht, dass man was auch immer durchführen sollte oder ausführen sollte, aber es sollte auf jeden Fall strenger sein. Wir alle halten uns an Regeln und Gesetze und das gehört sich einfach so. Weil wir sind keine Tiere, wir sind Menschen am Ende des Tages, weißt du? Und wenn jemand sich nicht an die Regeln halten möchte, und ich rede hier nicht von, du hast es auf dem Parkplatz geparkt. Wenn man darüber diskutieren muss, Bruder, mit Allmanns, ihr wisst doch selber, was ich davon so halte, aber wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Video einen Daumen hoch, wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.